Jo Freunde, wir spielen heute Stanley. Das ist mein neues Projekt. Ich habe keine Ahnung, wie lange das geht. Ich habe mir sagen lassen, dass es, also ich weiß von der Mod, dass es verschiedene Enden hat. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich hier genau die Mod ist oder ob das in dem Stil gehalten ist. Aber ich weiß, dass jedes Mal immer nur relativ kurz ist. Das heißt, wir machen vermutlich eine Möglichkeit pro Folge. Und ja, da klingelt gleich das Telefon und wir beginnen. So, the end is never the end is never the end is never loading. No, the end is never the end is never the end is never the end is loading. Never. End. Ja, das ist halt so eine Sache, ne? Kennt man ja irgendwie irgendwoher. So, aber Justin Bieber hat doch gesagt, never say never und trotzdem steht so sie jetzt und das. Ich kann das nicht verarbeiten. Okay. Ja, ist ein wunderhübscher schwarzer Ladescreen, finde ich. Ne? Also hier so sehr, sehr stylisch, also modern, möchte man fast sagen. Habe ich habe gerade nicht hingeguckt. Hat sich gerade das der Ladebalken bewegt? Ja, hat er? Hat er? Hat er? Hat er? Hat er? Man merkt vielleicht, dass ich ein bisschen, dass ich, keine Ahnung, dass ich so ziemlich Sympathie. Oh, da hat sich was bewegt. Jetzt bin ich mir aber sicher, dass ich sehr viel Sympathie für dieses Spiel zeige, weil ich habe die Mod und auch die Demo dazu gespielt und es ist einfach brillant. Auch ich finde es auch geil, dass sie für dass sie für das Spiel jetzt wirklich den gleichen Zähler genommen haben wie für die Mod damals. Das ist sehr schön, weil der Typ kann das einfach so geil rüberbringen. Er redet die ganze Zeit so in einer sehr erzählerischen Laune, als wenn er die ganze Zeit eine ganz tolle Geschichte erzählen würde, macht aber Witze ohne Ende. Das ist so geil. Und also er weiß natürlich, er weiß natürlich, also der Typ, der da spricht, weiß natürlich, dass er diese Witze macht. Aber er kann die einfach so runterreden, ohne dass man ihm anmerkt, dass er das weiß, dass man das witzig findet. Ja, This is das the gefällt story of sich. a man named Stanley. Ja. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Ja, das ist genau der Anfang aus der Mod. So viel And then kann one ich day, vorwegnehmen. something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. Was war's? He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Das ist auch geil, wenn ich linke Maustaste oder E drücke, dann klingt das die ganze Zeit so, als wenn ich irgendwelche Tasten auf der Tastatur drücken würde.
sei denn, ich gucke die Tastatur an. Hört ihr das? Ja, ich bin sehr produktiv. Ja. Ich arbeite. Ja. Okay, gehen wir mal weiter. Hier ist ja eine hübsche Tasse. Wirklich. Eine sehr hübsche Tasse. Steht da I hate Mondays drauf? Da steht I hate Mondays drauf. Geil. Und da ist ein Kaffeefleck. Auf diesem Papier. Oh nein. Schnell unterm Tisch verstecken. Warte, das ist kein Horrorspiel. Okay, laufen wir weiter. Ja. Gucken wir mal hier. 4,28 ist auch nicht da. 4,29 auch. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ja, die gleiche Tasse. Tassenklauerer. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of Ja, his bestimmt einfach ein co-workers. Job. Ganz ehrlich, ich glaube, der Job von diesem Typen hier ist es, einfach stumpf Bleistifte anzuspitzen. Wie geil ist das denn? Den Job will ich auch haben. Traumjob. Klick, 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 klick. Ah, ja, ja, produktiv war. Warte, ich habe für ihn gearbeitet. Oh nein. Okay. Besteht aus einer Tasse. Who farted? Me. Ja, ich sitze hier auf meinem Stuhl. Auf dem Tisch. Wow, ich kann nicht hüpfen. Aber ich kann über diesen Stuhl und über den PC hier drauf klettern. Wie geil ist das denn? Also, es geht tatsächlich nicht. Ich gehe mal mit dem Mikro ganz nah an die Leertaste. Ihr seht, es passiert nichts. Ja, Errungenschaft freigeschaltet. You can't jump. Was? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. Ich will hier rein. Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No, 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 no. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort Ich that komme nicht mehr warrants in mein Büro. recognition. Okay, 20 times. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Lass mich Perhaps jetzt da 50 rein! clicks will do it. Yes, almost certainly 50 clicks. Ich mach das jetzt einfach mal. Ich will einfach nur wissen, ob es dafür wirklich ein Achievement gibt. Ich weiß es echt nicht. Ich spiele das gerade ja auch No, zum ersten no, Mal. I'm still not feeling it. I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? 417? What? Wo ist denn die? Hier ist gar keine Door 417. Ich auch nicht. Hallo. Was? Okay, hier ist 418. Hier ist 420. Stanley clicked on literally every single door in the office because he doesn't Yeah. pick up well on cues from his environment. Boah! Ah, natürlich öffnen kann. Boah, ey. Voll amazing und so. Hier, 417. 20 Mal hat er gesagt. Okay. Oh, Dann machen wir great. Now, go click a few times on door 437. Echt jetzt? Ich habe übrigens nicht mitgezählt, wie oft ich geklickt habe, also. 437. Da. Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. Wie geil ist das denn? Oh, der Typ ist awesome. Ich schick mich hier rum, um Türen anzuklicken. Okay. Now, back to door number 437. Okay. Die will ich auch. Boy. Da komme ich immer noch nicht rein. Ich komme wieder irgendwo rein, oh, das hin. Klick, 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 klick. Oh, schon 11:30, Mittagspause. Darum ist hier niemand hier. Obwohl, na, eigentlich ist Mittagspause erst in einer halben Stunde, aber... Let's see. How about you click on, well, I don't know,
the copy machine. Oh, da. All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Der Typ ist so geil. Okay, Awesome. now go climb on employee 419's desk. Ja, das habe ich eben schon gemacht. Boah, ey. Oder? Nee, das war das falsche Desk, wo ich drauf geklickt habe. 419, was ist das? Ja, hier. Okay, Yes, okay. this is great. You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. 416! Go, go, Power Stanley! We've almost got it. Now the copy machine, do that one again. I can feel it! Ja, the power of clicking flows through me. Und so, ne, weißt du Bescheid. Finish it off, Stanley. 5 clicks on door 430. 430! Yes, we did it. Oh, God! Wow. Oh, yeah! That felt amazing. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm very proud of how far we've come today. Just think, only a few minutes ago, you believed an achievement was worth 5 little clicks. Really now, what were you thinking? Okay, also, auch wenn ich gerade unzüchtige Sachen so in der Art hier gemacht habe und so, ich sehe dich mehr als Freund, 430, tut mir leid. Du lässt mich ja nicht mal rein. Tschüss. Ich gehe jetzt. Komme ich hier jetzt nicht rein? Nein. Oder hier, oder hier. Da, da. Ich komme hier nirgendwo rein! Du bist mein einziger Freund. Komm ich hier rein? Hier? Was? Ich kann die Tür nicht öffnen oder schließen. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Das ist tatsächlich gerade ziemlich die Mod. Da hatte man genau diese Aufgabe. Ich weiß aber nicht mehr, was bei... Also ich habe alle Endings da gespielt, aber ich weiß echt nicht mehr... Ja, scheiß drauf, wir gehen einfach rechts. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Kommt man da? Wo rein? Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Genau. Stanley simply stood here, drinking it all in. Coffee. Nut. Steht ja auch was drauf. Hashtag Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs Wow. and some paintings. Die Really läuft worth it. tatsächlich weiter. Wie geil ist das denn? Aber es ist nicht die echte Uhrzeit. Es wäre geil, wenn das die richtige Uhrzeit At this wäre. point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Kann ich nicht lesen. Ei. Stanley sat around waiting for more dialogue, but when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. Wounded. Ja, okay, ich gehe ja schon weiter. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Back to business, ja. Ich arbeite. Produktiv wie sonst was. Ja. Ja. Okay, da komme ich nicht rein. Auch nicht. 2 Möglichkeiten. Boah. Das ist... Geht's hier wohl weiter? Wo geht's hier weiter? Ich will keinen Raum verpassen eigentlich. Ich glaube, hier geht's weiter, also gehe ich mal hier lang.
Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Do not lie. If you are lying right now, stop. Okay. Ich versteck mich einfach. Warte, das ist immer noch kein Horrorspiel. Shit. Okay, weiter. Hallo? Hallo? Ich kann mit der Tür nicht interagieren. Nein, Tür! Oh. Meine Tür. Warning. Do not jump from the cargo lift while it is in motion. Will cause death. Penalty for misuse of cargo lift, $1,000. Penalty for jumping off the cargo lift, $5,000. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about me. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Yay! 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 Okay, komm, weil das hier die erste Folge ist, machen wir heute direkt mal 2 Enden. Ich habe gedacht, vielleicht überlebt er das, vielleicht ist er ja Superman oder so. Was weiß ich. Ja, komm, erste Folge, 2 Enden heute und in den nächsten Folgen dann immer eine. 1. Diesmal müssen wir auch nicht so viele Türen klicken. Ja, ja. Ich hasse Montage also immer noch. Oh, nein. All of his co-workers were gone. Could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Work? I just hate my boss. Aha. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Okay, gehen wir weiter. Es leuchtet so schön. Ich kann darauf klicken wie auf einer Tastatur. Okay, laufen wir einfach ein bisschen weiter. Also ich spiele das hier tatsächlich dann auch, bis ich alle Enden. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Okay. Diesmal gehen wir dann nach links. Auch nicht. Auch nicht. Hallo. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Steht auch I hate Mondays. Da auch. Oh, using slides to show. Ja. Ah ja, das macht Sinn. Everyone is humorous. Das ist wie dieser eine Satz bei Animal Farm. All animals are equal, but some are more equal than others. Oh, ich kann hier rein, oh mein Gott! Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Nein, dieser Raum ist unglaublich. Ich meine, ich habe hier einen Besen und... There was nothing here. No choice to make, no path to follow. Just an empty broom closet. Hier ein No Knochen. reason to still Ja, be ist kein here. richtiger Knochen, ist auch eigentlich mehr Rohrzange. Da auch eine Zange und was ist das? It was Ich kann's nicht baffling that erkennen. Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing Hier anything. ist ein At least if there was something to interact with, he'd be justified in some Hier habe ich way. sogar As Gafferband. it is, he's literally just standing there doing sweet Ja. FA. Ja. Und was haben wir hier? Boah, eine Are Zange. you really Kneifzange, still in the boy. broom closet? Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Ich will das Gafferband mitnehmen. Mit Gafferband kann man alle Probleme lösen. You do Uns realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out.
but it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Aber guck dir diesen geilen Schlauch hier an. Den hätte ich nie Maybe to you, gesehen. this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friends, you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your friends find this concerning. Did you get the blue closet ending? Stanley was fat and ugly and really, really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Ja. Was ist so schlimm daran? Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here, when a physical melody of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. He or she has fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place at the computer, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. Guck mal, ich kann sogar die Tür hier auf und zu machen. Das ist doch... Ich weiß nicht, was es Besseres geben sollte. Das ist fast so geil wie das 8-Game aus der Demo. Boah. Jetzt das 8-Game spielen. Ja, okay, ich geh mal. Ah, second player. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. Die Treppen hat er auch schon in der Demo. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ne, wir sind schon durch die richtige Tür gegangen. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier. Lalalala. Lalalala. Oh, obwohl ich will doch hoch. Lalalala. Gehen wir einfach mal hoch. Hoch. Hier ist eine Tür, die wir nicht öffnen können. Hier ist eine Tür, die sich gleich schließen wird. Richtig. Ja, vermutlich. Ja, sie hat sich geschlossen. Hier ist auch niemand. Hallo. Die kann ich auch nicht öffnen. Hier ist ein Kissen, das Tastaturgeräusche macht. Hier will ich gar nicht rein. Ich guck mal hier. Oh, Stühle. Oh ja. Oh. Was ist das? Achso, bekannt. Okay. Exclusive. Ich muss mal. Ah! Okay. Ja, schon. Ich finde es übrigens bedenklich, dass der Boss immer noch so einen scheiß PC hat wie ich. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Ich wollte gerade sagen, woher soll ich das denn wissen? Also, ich meine, ich könnte ja jetzt mal hier so eintippen, was Stanley wohl glaubt, was der Code ist. Oh, okay. Stanley hatte- just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Ja, genau, woher soll ich das wissen? Ich kann es nochmal versuchen. Hier, so, 3. So. Step 2845. Okay.
Flasche Chianti mitnehmen. Ein bisschen Käse dazu, dann ist auch geil. Na gut. Also, wie wird der Forgot, Code? but it 4, turns out that the 2, panel's emergency override 5. kicked in, and the door just opened all by itself, and Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Oh, ich habe den richtigen Code eingegeben. Oh mein Gott, das ist... Oh. Aber die Tür war schon offen, weil das Keypad keinen Bock mehr auf mich hatte. Und das ist auch stylisch, also... Oh, warum nicht? Das schließt sich vermutlich auch hinter mir, oder? Oh, ein Generator. Oh, ja. Die Lampen kenne ich wie hieß es? Irgendein Horrorspiel. Ich habe vergessen, wie es heißt. Gehen wir einfach weiter. Das ist ein Knopf. In einem Fahrstuhl. Wieso hat der Fahrstuhl keinen Knopf nach oben? Ich meine, wenn man unten ist, wie soll man wieder hochkommen? Ohne nach oben Knopf. Das macht keinen Sinn. Es ist dunkel. Gibt's hier Licht? Nein, hier ist eine Wand, okay. Oh, warte. Ich bin hinter diesem Schaltpanel, sehe ich gerade. Geil. Was ist das? Zement. Wieso ist da ein Brennwahrzeichen drauf, wenn das Zement ist? Wieso? Seit wann ist Zementpulver brennbar? Vermutlich ist Zementpulver brennbar und ich bin einfach nur dumm, aber... Oh, Kabel. Das erinnert mich an die Besenkammer eben. Oh, war es doch schön. Ich will zurück in die Besenkammer. Ah, kann ich nicht. Okay, gehen wir hier. Warum passiert nichts? Hallo? Was soll ich tun? Soll ich hier drücken? Ja? Ist das... Willst du, dass ich... Ja? Okay. Ah! Das war gruselig. Okay. Oh, Ladebildschirm. Okay. Ladebildschirm, 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 Badebildschirm, 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 weiß er Bescheid. Okay, boah, ich hoffe, das geht jetzt schnell. Ich werde langsam hungrig. Ich habe heute tatsächlich noch gar nichts gegessen und es ist schon fast 3 Uhr. Ja, egal, ich esse gleich was. Nach der Folge. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Wow. Okay. Angst. Ich kann nicht um Ecken gucken. Warum kann ich nicht um Ecken gucken? Ich will um Ecken gucken. Okay, aha. Das ist ziemlich Stanley gruselig. walked straight ahead Wow. through the large door that read Mind Control Facility. Boy. Escape. Ja, das ist jetzt, Was soll ich tun? Egal, gehen wir einfach mal hier hin. Boah. Boah, es ist dunkel hier. Gar nicht sehen, wo ich fallen würde, wenn ich hier jetzt so mich zwischenquetschen. Passt nicht. Okay. Hier ist ein Knopf. Machen wir die Lampe an. The lights Nein. rose on an enormous room packed with television screens.
What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he Der have Boss the ist ein strength Hardcore-Gamer. to find out? Leute, der Boss hier ist echt ein Hardcore-Gamer. Solche Riesenbildschirme. Ich hatte das ein Ultra-Power-Mega-PC angeschlossen. Und der zockt dann so COD. Guckt da auf die Wand, zockt COD. Und kann sich dann in echt umgucken. Und muss die Maus dafür nicht bewegen. Boah, ey. So will ich das auch, ey. Interessant. Oh, Kameras. Also da habe ich das Licht angemacht. Soll ich Kameras anmachen? Ich glaube, ich muss Kameras anmachen. Kann ich nicht hier die Box? Nein, die Lampe da? Nein. Bisschen kleiner am Fernsehbildschirm. Ja. Ja, okay, wo war der Knopf da? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Oh. Stalker! 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 Ich kann nicht rennen. Scheiße. Wow. Okay, warte, wo ist meine? 4 to 7. Da. Gucken wir uns gleich mal unser Büro an. Ah ja. Hübsch. Okay. Aber es ist tatsächlich keiner da. Ich glaube, Stanley ist einfach... Oh, da wurde einer gefeuert. Die 601 wurde gefeuert. Okay, also ich glaube, Stanley ist einfach nur dumm und an einem Feiertag, an dem eigentlich frei war, zur Arbeit gegangen. Könnte das sein? This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Du hast doch eben gesagt, er ist dumm. Ja, nee, aber ich glaube, Stanley ist einfach nur dumm und ist an einem Feiertag, an dem frei war, zur Arbeit gekommen und deckt hier gerade so voll Betriebsgeheimnisse auf und so. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Das große Licht ist aus. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Und was mit denen, die hier sitzen, werden die auch kontrolliert und so? Oder drücken die einfach Knöpfe? Ich will rechts drücken. Habt ihr gleich das 8-Game? Es sind so viele Knöpfe. Was passiert, wenn ich hier runtergehe? Oh, Lichter. Interessant. Oh, Lichter. Okay, gehen wir weiter. Ich hab Hunger. 512. Ist, ja, ich arbeite. Okay. Wo ist mein... Nee. Okay, es geht jetzt scheinbar komplett um 512. Kann ich die Tür öffnen? Nein. All disabled. Dann enable die doch mal. Wow, ich habe einen Knopf gedrückt. Boah, ey. Da ist eine 8 drauf. Oder? Nein, Senki. Schade.
Ist ein großer roter Knopf. I like... Achso, I like work, I just hate my boss. Drücken wir den doch mal. Ich kann ihn nicht drücken. Schade. Ich werde den großen roten Knopf drücken. 5. 5. 5. Der ist nicht so geil wie der 8-Knopf. Der hier sagt ja nicht mal 5. Schade. Okay, gehen wir weiter. Ein Control, idle, awaiting input. Okay, mach ich mal. Ne? So. System Power. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Yeah. Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are said to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say, 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? The hell. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? Danke. These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending
just you being blown to pieces? Will you Ist das cling nicht ein desperately Ende? to your frail life, or will you let it go Enable, peacefully? Backup, Another Power, choice. Deactivate. Make it Backup, Power, count. Backup. Or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every Lauf, second of your Stanley, inevitable life lauf. from the moment we fade in until the moment I say happily ever after. Er hat mich angelogen. Ich bin 9 Millisekunden zu früh explodiert. 900 Sekunden. Nicht Milli. Entschuldigung. Bin 9 ganze Hundertstel Sekunden zu früh explodiert. Arschloch. Mann, ey. Ich glaube, das war jetzt Ende, oder? Wenn es das Ende war und wir jetzt wieder im Büro stehen, dann würde ich hier die Folge beenden. Aber ich warte eben ab, wo wir nach dem Ladescreen hier sind. Ja, war noch, wenn, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Ende war, weil ich meine, wir sind explodiert. Also wird es irgendwie Sinn machen. Ne? 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 Gib's mir doch recht, Ladescreen, oder? Ja, wir sind wieder im Büro. Okay, also, dann würde ich mal sagen, war doch ganz nett das Spiel. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn nicht, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach unten geben. Dann weiß ich wenigstens, dass es euch nicht gefällt. Äh, ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao und stay rotten.